Muchas gracias. Ciao. So, jetzt muss ich hier schauen. Das ist hier super steil, das sieht man vielleicht nicht so auf der GoPro. Holy shit. Okay. Ich muss vermeiden, dass man sich direkt nach der Ausfahrt aufs Maul legt. Also, hallihallo. Heute eine etwas andere Folge, denn zum ersten grüße ich nicht aus Peru, sondern aus Ecuador. Ich bin hier in González Suárez, einem sehr, sehr, sehr indigen geprägten Dorf. Also die sehen alle aus wie Indianer, hätte man früher gesagt, wie Indios, oder sagt man glaube ich auch nicht mehr, sondern indigene Leute. Und also ich habe hier keinen anderen Touristen gesehen. Also da waren auch ecuadorianische Touristen zweimal in dem Haus, wo ich bin. Aber ich war jetzt 2 Wochen da. Weiße Menschen habe ich hier nicht gesehen. Und ja, ich kenne hier natürlich jedes Restaurant in dem Dorf. Die kennen auch mich und so weiter. Die Hunde kennen mich. Ja. Und es ist in der Nähe von einem Ort oder einer Stadt namens Otavalo. Falls das jemandem was sagt, ist ein bisschen bekannter. Auch das gilt schon als indigen geprägt, ist aber eine größere Stadt. So, warum springe ich jetzt auf einmal von Peru nach Ecuador? Weil ich es ja immer so mache, wenn jetzt Weihnachten ist oder Ostern oder so, dann bringt es ja nichts, das irgendwie dann im Sommer, nächsten Sommer oder so auszustrahlen, sondern bei solchen Sachen, wo es auf die Zeit ankommt, strahle ich das dann auch zeitnah aus. Wie gesagt, 2 Wochen war ich da, ich habe schwer gearbeitet. Ich habe jetzt 2 Monate Minus gemacht. Jetzt muss ich mal 1 Monat wieder Plus machen, zumindest 1 Monat, um überleben zu können. Und den nächsten Monat wäre schön, wenn ich auch nochmal Plus machen könnte. Aber so, hallo. Es ist viel zu laut. Ich habe noch das Mikrofon falsch eingestellt. Es wird wahrscheinlich jetzt total schlecht sein. Ich halte gleich mal an und melde mich gleich nochmal mit besserem Ton. So, es sollte ein bisschen besser sein jetzt. Denn ich habe das Mikrofon hier direkt, das ist ja dieses Funkmikrofon von DJI Mic 2, das habe ich direkt am Mund und da muss man den Pegel so weit runterstellen, wie es geht, sonst ist es total übersteuert. Und ich hatte es halt vorher, also jetzt in den 2 Wochen habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, wo ich es am T-Shirt hatte, viel weiter weg, dann habe ich den Pegel hochgestellt. Deswegen war das jetzt total übersteuert. Sorry. Warum sende ich jetzt hier aus Ecuador? Welchen aktuellen Anlass gibt es? Horizons Unlimited. Jeder, der irgendwie schon mal sich mit Vehicle Overlanding, also mit Reisen mit einem Vehicle beschäftigt hat, wird die Seite kennen. Horizon Unlimited ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit die berühmteste Overlander-Seite, die es gibt im Internet. Und da gibt es allerlei Tipps und alles mögliche, Foren, man kann Leute finden zum Mitreisen und so weiter und so weiter. Und als ich in dem Finca Sommerwind war, das ist hier in der Nähe von hier, also eine Stunde weg, ein Campingplatz, der einem Deutschen gehört. Und da war ich natürlich zu Besuch, habe eine Currywurst gegessen
und Weißbier getrunken. Und der hat mir gesagt, ey, wenn du nach Quito fährst, da ist von Horizon Unlimited ein Treffen, ein jährliches Treffen, und hat mir den Flyer gegeben. Dann habe ich gesagt, ja, das trifft sich ja gut, sowas habe ich noch nie besucht. Da werden auch Vorträge gehalten und so weiter. Da fahre ich mal hin. Und dahin bin ich jetzt auf dem Weg. Auf der Webseite steht, also es geht, heute ist Freitag, das geht von heute bis Sonntag, 3 Tage. Und es ist nicht in Quito, sondern in einem Hotel außerhalb von Quito. Quito ist die Hauptstadt von Ecuador. Und wir sind hier auf 2800 Metern, aber dort ist es über 3000 Meter. Also man kann da campen, aber hier waren es dann nachts immer so 3 Grad. Und dafür bin ich einfach nicht ausgerüstet. Für 3 Grad nachts. Ey, nee, danke. Da friert mir das Wasser. Wenn es dann noch, da ist ja nochmal dann 400 Meter höher, das ist dann halt 0 oder unter 0, da friert mir das Wasser in der Wasserblase. Nee, da habe ich keinen Bock. Das ist nicht, ich bin nicht so der Kältefreund. Das ist nichts für mich. Deswegen habe ich mir ein Hotel gebucht, eine halbe Stunde weg in einem Ort, und werde da jetzt hinfahren zuerst. Das sind 2,5 Stunden. Einchecken und dann gehe ich mal schauen. Und ihr seht, hier sind die Anden. Und das ist, ich sage es immer, die Berge für mich, das ist okay zu Besuch sein, aber Leben, ich habe mir halt jeden Abend den Arsch abgefroren. Hier gab es einen Kamin, ich habe mir dann jeden Abend Feuer angemacht. Da musst du aber halt immer in dem Zimmer sitzen, wo Feuer ist, und ständig Holz nachlegen und so weiter. Das ist dann okay, aber wenn du aufs Klo gehst, da ist arschkalt. Wollte ich nicht in die Küche gehen, weil in der Küche ist es arschkalt. Und es ist halt überall arschkalt dann abends. Jetzt ist 22 Grad oder 21 hier. Das ist okay. Ich bevorzuge wärmere Temperaturen. Und es gibt halt nirgendwo Heizungen. Ne? Wir haben dann immer so, hast dann halt immer so 8 Decken, die du so übereinander stapelst, wo du dann schon schläfst. Wenn du im Bett liegst, ist es okay. Aber sobald du die Hand raus hast, ist die Hand halt schon wieder eiskalt. Naja, wer schon mal irgendwie, weiß ich nicht, als Kind war ich dann auf so einer Hütte in Österreich oder so. Da war das dann auch so. So ähnlich fühlt sich das an. Aber jeden Tag. Deswegen da leben, nein, danke. Deswegen zu besuchen in den Bergen ist okay. Aber ansonsten wärmere Gefilde. Was habe ich noch? Körperliche Gebrechen. Ich kann meinen Kopf nicht so richtig bewegen, weil gestern beim Packen habe ich irgendwie, das hat bestimmt auch mit der Kälte zu tun, habe ich irgendwie mir den Hals verrenkt. Jetzt habe ich einen Schnackenhals. Also ich kann nicht richtig bewegen. So gerade und so leicht ist okay, aber wenn ich jetzt weiter, also über die Schulter gucken, das ist schon eng. Ich hatte ein bisschen mit der Höhe, ein bisschen zu tun. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt total daran krepiere, aber es ist auch nicht so, dass ich es so richtig geil finde. Und ich hatte dann manchmal so, diesmal, das hatte ich auch noch gar nicht vorher, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hatte oder auch vielleicht, wenn ich in diesem Kaminzimmer sitze und da ist dann halt weniger Sauerstoff, weil eben der Kamin da ist. Und dann noch weniger Sauerstoff wegen der Höhe. Ich hatte dann so ein bisschen Druck auf der Brust und so. Ich schon so, ach scheiße, ey, Herzinfarkt, ich bin hier ganz alleine. Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt kriege, dann sterbe ich hier einfach. Aber ich habe dann gelesen, ja, das sind Symptome von der Höhe, Druck auf der Brust und so weiter. Und es ist auch so, wenn ich mir es bequem mache und so, dann habe ich nie Druck auf der Brust. Es ist nur so, wenn ich irgendwie arbeite und so weiter und dann sitze ich in einer komischen Stellung, habe halt weniger Sauerstoffzufuhr und hier ist sowieso wenig Sauerstoff. Aber ich bin jetzt 2 Wochen hier, jetzt sollte ich mich langsam akklimatisieren. Also man sagt so 3, 4 Wochen, dann hat der Körper sich dran gewöhnt. Also es ist komisch. Manchmal bin ich auf 4000 Meter, geht es mir blendend. Manchmal nur auf 2,8 und da geht es mir nicht gut. Ich weiß nicht, womit es genau zu tun hat, aber es ist vielleicht auch immer Form und keine Ahnung, wie man sich ernährt, wie viel man trinkt. Man soll ja auch immer so viel trinken und so. Ja. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen, mal gucken, wie die Strecke so ist. Und ich wollte noch was sagen, ich hatte ja in einem der letzten Videos, wo ich immer so Aktualitäten-Sachen bekannt gebe, gesagt, dass der gute Motorradfahrer
der bewegt sich immer auf dem Motorrad, was ja auch stimmt. Also ja, in den Kurven hin und her, wenn beim Hochfahren geht er nach vorne, nach hinten, beim Runterfahren nach hinten und so weiter. Und dann hat man keine Arschschmerzen. Also auch nicht, wenn man so eine unbequeme Sitzbank hat wie die Original Tenere-Sitzbank. Ja, es reicht halt nicht einfach nur hin und her. Ich mache jetzt immer noch bei den Kurven, auch wenn es hier jetzt nicht nötig ist oder wenn es auf der Reise überhaupt nicht nötig ist, ich mache bei jeder Kurve immer wie so eine Hang-Off. Und dann ist okay. Dann habe ich nicht so Arschschmerzen. Aber es ist halt anstrengend, ne? Wenn du es bei jeder Kurve musst du Hang-Off machen. Also so einen kleinen Hang-Off. Ne? Das reicht aber, um den Arsch immer zu entlasten. Weil sonst einfach nur hoch und vor und zurück und ab und zu aufstehen, das reicht nicht auf Asphalt. Ich lasse meine Bank dann irgendwann mal aufpolstern. Das will ich ja schon seit Jahren machen. Und wenn das dann nicht hilft, dann vielleicht noch mal Schafsfell probieren und so weiter. Aber ja, bin jetzt so weit gekommen. Man kommt schon durch. Man muss halt ein bisschen beißen. Es ist nicht immer alles Sofa. Sofa ist nur zu Hause. Ich weiß nicht, ob man es erahnen kann, aber wir sind hier in Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Da kann man es ganz gut sehen. Bisschen. Ich habe so einen Schnackenhals, deswegen kann ich nicht so weit rüber dingsen. Und hier ist wie so eine Stadtautobahn, die führt so durch die Stadt durch. Ich war hier auch noch nie, also das erste Mal, aber so nehme ich das jetzt wahr. Und hier, boom, 90.000 Kilometer auf der Lucy. 90.000 Kilometer. Tada! Seht ihr es? Kann man es sehen? Weiß ich nicht. Ich mache noch mal ein Foto. Also 90.000 Kilometer, gar nicht so schlecht für einen Anfänger auf Motorradreisen. Buenas tardes. Okay? Okay. So, eingecheckt. Großes Zimmer, ziemlich gut. Ja, hier kann man halt so Anden-Climbing machen, sowas. Hier ist halt der Cotopaxi, einer dieser berühmten Vulkane. Chimborazo ist der andere. Chimborazo. Das ist auf jeden Fall der Vulkan, mit dem, wo der am nächsten zur Sonne ist. Der Punkt, der am nächsten zur Sonne ist auf der Welt. Also ja, je nachdem, wenn man das vom Boden aus misst, ist der Mount Everest der höchste Berg. Wenn man es von der Atmosphäre aus misst oder wegen der Erdkrümmung, hier ist es am Äquator, dann ist man näher am Mittelpunkt, an der Sonne, also der ragt höher hinaus als jeder andere Berg auf der Welt. Deswegen sagen die Leute hier natürlich, das ist der höchste Berg der Welt. Und ja, ich lade jetzt ab und dann werde ich direkt mal dahin fahren, weil wir haben gleich 4 Uhr. 6:30 wird es dunkel und ich weiß nicht, was das für eine Strecke ist dahin, ob das irgendwie Hugel, und da will ich nicht im Dunkeln fahren unbedingt. Dann kann ich auch wieder die Strecke angucken, wie das hier ist. Sieht super safe aus. Ist eher so Dorf, nicht irgendwie gefährlich. Die Dorfjugend spielt Volleyball. Ich glaube, das sieht gut aus. Und ich muss wirklich sagen, Infrastruktur im Vergleich zu Kolumbien ist halt brutal. Also die Straßen sind brutal gut. Die Leute fahren super gesittet. Also da ich jetzt aus Kolumbien komme, ich bin da der am assigsten fährt, so ungefähr. Die reihen sich hinten ein, die halten, lassen jemanden vor und so. Kannst vergessen in Kolumbien, da lässt dich niemand vor. Da musst du kämpfen um deinen Platz.
Und es ist witzig, weil in Lima, also in Peru ist es auch so. Also oben drüber und unten drunter ist es so. Aber hier in der Mitte fahren die Leute gesittet. Witzig. Buenas tardes. Necesito a un hotel allá. Sí. Es un evento que han sacado el permiso al municipio y cerraron los pasos, no hay paso. Es un evento allá de internacional motocicletas. ¿Ah? Es aquí Sierra Alisos Hotel de Campo, aquí. Ah, vaya por aquí, verá, espera. So ein Quatsch. Die machen da ein Event und dann sperren sie die Straße dahin. Ich glaube, jetzt habe ich es umgangen. Schauen wir mal hier. Schranke. Buenas tardes. Okay, hier. Sierra Alisos, das ist es doch. Aber hier ist schon richtig Land, kann man sagen. Okay. So, da stehen immerhin ein paar Motorräder. Lone Rider Zelt. Hola, buenas. Es kostet 5 Euro pro Tag Eintritt. Und hier stehen ein paar. Ich glaube, das weiß ich nicht, ob das die sind, die nicht übernachten wollen. Aber ich habe gesagt, wenn ich nicht übernachten will, soll ich hier parken. Und da unten ist das Camping-Ding. Da kann man auch gleich nochmal schauen. Aber wir können ja mal schauen, was hier so steht. Hier ist so die Bühne mit irgendwie, wo man PowerPoint-Präsentationen machen kann. Und ja, so ist das. Während die anderen Mittagessen, kann man hier noch mal ein bisschen schauen. Guck mal, hier sind die neuen Moskomoto. Oder was heißt neu? Die gibt es auch in grün. Das ist natürlich ein kleineres als meins. Steht 80 drauf. Vielleicht ist es auch meine Größe, aber wenig drin. Ja, Reckless 80 ist genau wie meins. Schauen wir mal, ob irgendwas anders ist. Ja, sie haben das hier naja, nee, es ist ein bisschen anders. Dieser Gurt ist neu hier drin. Sonst ziemlich ähnlich. Ja. Aber das gefällt mir gut, das Grüne. Aha. Weiß nicht, ob das jetzt so gut zu Teneré passt. Grün und Blau schmückt die Sau, kennt man ja. Ja. Und dann, was ist mir noch aufgefallen? Die BMW sieht aus, als würde sie im Deutschen gehören, tatsächlich. Also bin ich mir nicht sicher, aber das könnte ein Hinweis sein. Ich meine, da sind natürlich auch noch 1000 andere drauf, aber so ein fettes Ding im Deutschen in der Mitte könnte sein. Aber ecuadorianisches Nummernschild, man weiß es nicht. Und da sind sie noch, was haben wir noch? Ich weiß nicht, ob das hier CRF 350 ist, auf jeden Fall fett umgebaut. Und hier, das ist, sieht aus nach einem sehr bequemen Sitz.
Die beiden, die hier die Tenerés haben, aus Großbritannien. Und sind genau gleich. Und sie sagen, sie können das nur unterscheiden, weil Guy and Girl haben sie das im Unterschied. Ja, die haben gestern einen schönen Vortrag gehalten. Das hier ist es, Live on Tour. Ich glaube, Manana und More ist der Slogan. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr wollt. Und wir sind jetzt erst ein Jahr unterwegs, von Kanada aus gestartet. Und sie hatte Krebs. Und danach sind sie losgefahren, so ganz kurz zusammengefasst. Die Desert X haben wir gestern auch schon gesehen. Das haben wir alles schon gesehen, da ist nichts mehr dazugekommen. Aber das hier ist natürlich irgendwie das geilste Motorrad hier. Das gehört dem Stefan, der mich auch erkannt hatte. Hat er gesagt, ist schon der zweite Motor drin, hat auch hier dieses unten. Ja. Meine ist ein bisschen größer, die Box, aber es ist auch, der hat hier wieder so eine Runde. Aber zweiten Motor drin, 200.000 Kilometer oder so drauf. Ja. Und halt auch ein cooler Helm. Das passt alles zusammen. Gefällt mir gut. Das gefällt mir gut vom Style. Sowas mag ich. Oft denke ich daran, als ich in Marokko war, bin ich auf so eine Anhöhe gefahren und dann stehen geblieben und da war dann halt so der erste große Blick, so weiß ich nicht, nach 2 Monaten Reise oder so. Und meine Teneré, die war halt nagelneu noch, so wie halt oben auch die Tiger aussieht, halt wie aus dem Ei gepellt, da als Gepäck, alles neu, ne? Hier neue Jacke, alles neu. Und dann kam neben mir so einer an mit einer alten Teneré, total abgeschrubbt, alles mit Kabelbindern befestigt und alles so. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich so unwohl gefühlt, ich habe mich so geschämt, weil es war so wirklich so, na? Ah, hallo, er hat extra angehalten, war super freundlich und so, aber ich habe mich so geschämt. Ich kam mir halt vor wie ein Trottel mit meinem aus der Garage gefallenen blitzblanken Supermotorrad und er halt so, na, der Adventurer, der ich gerne gewesen wäre. Als Beispiel habe ich hier 2 Traveler. Könnt ihr euch kurz vorstellen? Ja, ja, genau. Ich würde sagen, herzlich willkommen bei Rutis Reisen. Wir sind hier am Horizon Unlimited Treffen in Ecuador, nähe Quito. Ich bin Simona und komme aus der Schweiz. Ich bin der Stefan, ich bin die bessere Hälfte und komme ursprünglich aus Bayern. Und ja, wir sind jetzt seit 11 Monaten hier in Südamerika unterwegs und haben eine kleine Tour durch Argentinien gemacht, Chile, Bolivien, Paraguay, Brasilien, Uruguay, nochmal Bolivien. Bis nach Ushuaia runter. Genau. Und dann die Ruta 40 zwischen Chile und Argentinien hoch, Richtung Bolivien wieder. Also, ja, Atacama-Wüste. Den Camino de la Muerte haben wir gemacht in La Paz. Peru. Ja, das ist die Todesstraße, Camino de la Muerte. Ja. Ungarn Road. Der Death Road. Genau, ja. Sehr zu empfehlen, sehr cool zu fahren. Linksverkehr. Ja, genau. Ja, und dann sind wir durch Peru gefahren und sind jetzt in Ecuador. Mhm. Ich fahre eine Kawasaki W650. Die ist 24 Jahre alt und hat einen 15-Liter-Tank. Und eine Königswelle. Und das sieht ja jetzt nicht nach einem Offroad-Bike aus. Nee. Wie ist das so? Kannst du mal erzählen? Hier sind ja schon noch viele Straßen, die eher unasphaltiert sind und Genau, also nicht so einfach manchmal. Wir sind viele Gravel Roads gefahren und es funktioniert sehr gut mit ihr. Wir haben eine Protektion gemacht für den Motor, hingebaut. Genau. Und zum Glück haben wir das gemacht, weil da waren ziemlich große Steine. Und die Lomoburos. Und die Lomoburos, ja, vor allem in Peru, die sind sehr hoch und da bleibe ich manchmal hängen, aber ja, man entwickelt so seine Strategien, wie man dann darüber fährt. Okay, also man kann auch mit so einem Bike Auf jeden eine große Fall. Reise machen. Kann ich nur empfehlen. Ja. Ja. Okay. Und dein Bike? Zu 90% ist ja nicht das Motorrad, sondern der Fahrrad. Ja, genau. Ja. Ich fahre eine Teneré von 1994, ein Einzylinder. Und das war mehr oder weniger ein Geschenk. Also ich habe ein bisschen was dafür bezahlt, aber das ist so ein Andenken an einen verstorbenen Freund von mir. Und ja, jetzt ist der Freund halt mit dabei im Geiste. Und jetzt reisen wir halt zu dritt. Die Yamaha, die jetzt Barana heißt, Grüße an
Sammy und Susi, weil die Susi hat mein Motorrad benannt, damals am Akbaital-Pass in Tadschikistan, weil ich ausgeschaut habe wie ein Fettschwanzschaf, was eine Delikatesse in den Stan-Ländern ist. Okay. Genau, und sie heißt Barana. Barana. Okay, cool. Und ihr haltet jetzt gleich auch noch einen Vortrag? Genau, deswegen sind wir jetzt schon super nervös. Das ist der erste Vortrag, den wir halten, und deswegen hat der Rudi gemeint, wir machen ein Interview vorher, dann sind wir schon immer so nervös. Genau. Super. Vielen Dank. Kann man euch denn irgendwie irgendwo folgen oder irgendwo sehen, was ihr so macht im World Wide Web? Im World Wide Web. Wir haben eine kleine Homepage, die wie bei vielen Travelers nicht unbedingt up to date ist, weil wir tun zuerst Reisen und danach machen wir dann quasi ein bisschen Homepage und ein bisschen Filme. Rock'n'Ride CH. Genau, wir sind auch auf Instagram und YouTube kann man kleine Filme von uns schauen. Auch Rock'n'Ride CH oder? YouTube ist Stefan Sikora 7722, aber man findet alles auf unserer Webseite. Okay, super. Dann ihr zieht Richtung Norden weiter? Das ist mal der Plan. Okay. Ja, ich glaube, wir werden noch eine Weile in Südamerika bleiben, weil es uns hier sehr gut gefällt. Ja, genau. Ja, das kenne ich. Da uns der Rudi ja schon so das Venezuela schmackhaft gemacht hat, werden wir da sicher auch noch eine Weile verbringen. Genau. Sehr schön. Super. Dann ride safe und vielen Dank und viel Erfolg beim Vortrag gleich. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir. Keep calm and ride on. Ain't no change in the weather. Well, there ain't no change in me. Ain't no change in the weather. Well, there ain't no change in me. I ain't hiding from nobody. I hope there's no one hiding from me. Got that green light, mama. Well, it's time to keep moving on. I got that green light, mama. Well, it's time to keep moving on.